Fangen wir mit dem Unboxing an. Hier zuerst kurz die Rechnung. Ich habe die Lampe selbst bezahlt, dass nicht wieder irgendwelche Behauptungen wie damals bei den Kessels und so weiter kommen. Ich habe bis heute noch nichts gesponsert bekommen. Das heißt, was ich euch vorstelle, muss ich zwar als Werbung kennzeichnen, weil das die rechtlichen Vorgaben so sind, aber ich führe euch lediglich vor, welche Technik ich an meinen Aquarien betreibe oder auch teilweise dann vielleicht auch mal wieder austausche. Schauen wir doch mal in die Box. Bedienungsanleitung und all das ist der Inhalt der Box. Dann gehen wir doch gleich mal ins Aquarium und schauen, wie das aussieht, wie ich die Lampe anbringen kann. Vor allem, ich muss sie bei mir seitlich anbringen, da bin ich gespannt, ob ich hier genug Einstellmöglichkeiten habe an dieser Halterung. Und ich zeige euch auch mal die jetzige Beleuchtung und erkläre ein bisschen, warum ich die vor allem tauschen möchte. So, hier seht ihr jetzt nochmal den Lichtkranz, wenn ich den jetzt abnehme. Seht ihr ja die 3 Aquamedic Beleuchtungen, die sich dahinter verbergen. Und ich zeige euch jetzt noch mal kurz, warum ich unter anderem die Beleuchtung tauschen möchte. Seht ihr das? Hier ist Rost drauf. Ja, auf der anderen Cube 30, und die habe ich ja noch nicht so lange, ist das ähnliche Problem. Auch da ist leicht Rost drauf. Bei der 50er sehe ich das nicht. Ja, zum einen hört ihr auch, wie laut die Lampen sind. Ich habe jetzt 3 Stecker, ich habe Zeitschaltuhr, weil ich dieses Steuergerät dafür bisher nicht kaufen wollte. Und ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden. Manche Korallen machen nicht ganz richtig auf und ich dachte jetzt wirklich, ich tue dem Becken, auch wenn es jetzt Weichkorallen sind, auch mal was Gutes und tausche die Beleuchtung aus. Wir werden es jetzt ein bisschen beobachten, dass ich euch auch eine Langzeitempfehlung geben kann, ob das sich jetzt gelohnt hat oder nicht. Aber eben der Rost, dann wieder, das waren ja mehr oder weniger einfach Leuchten, die ich noch rumliegen hatte, die ich jetzt hier verbaut habe. Weiß nicht, ob ich die jetzt original gekauft hätte, hätte ich sie nicht schon gehabt. Und dadurch möchte ich jetzt wirklich dem Becken erst Gutes tun und so eine, ja, gute Beleuchtung drüber machen, da ich eben über die Jahre jetzt auch gemerkt habe, am Licht sollte man nicht sparen. Die Aquamedics sind sicherlich okay, gerade als Zusatzbeleuchtung, aber als jetzt Hauptbeleuchtung für das Becken bin ich jetzt nicht so angetan und kann sie eben auch nicht entsprechend einstellen. So, ich habe die Lampe jetzt angebracht, eben wie ihr seht, seitlich am Becken und ich konnte sie schön mittig positionieren. Ich hätte sie noch ein bisschen weiter reinschieben können. Sie ist jetzt 2-3 cm zu hoch, das heißt, wenn ich den Lichtkranz draufsetze, einen Sprungschutz, dann guckt sie drüber, wobei ich bin nur 1,73 und das Becken hier steht echt hoch. Man sieht es nicht wirklich, wenn man nicht so genau hinguckt, also muss ich mal schauen, wenn sie jetzt dann an ist, wie sie das Becken ausleuchtet, weil das ist ja mit 65 cm sehr hoch. Und zur Not kann ich noch ein bisschen hoch und runter lassen, muss nur hier hinten die Schrauben entsprechend verstellen. So, die Lampe brennt. Jetzt werde ich mal die Wi-Fi-Verbindung einstellen und euch mal die nächsten Tage ein bisschen zeigen, wie ich die Lampe genau eingestellt habe. Ich glaube, ich lasse sie erstmal so hoch. Das Becken ist gut ausgeleuchtet, schaut nicht rein. Ich habe heute, es ist eh zum einen jetzt spät, es ist gleich um 11 nachts. Zum anderen habe ich heute mega umgebaut und mal einen Wasserwechsel gemacht. Da kommt auch bald ein Video, was passiert ist und warum. So, jetzt zeige ich euch mal die App. Generell kriegt ihr eine Schnellanleitung dazu. Ihr müsst die Chibao Aqua App runterladen. Was dort ganz wichtig ist, ihr müsst unbedingt alle Berechtigungen vergeben. Das hatte ich nicht gemacht und ich hatte Riesenprobleme, überhaupt die Kopplung herzustellen laut Schnellanleitung. Also wirklich unbedingt alles zulassen. Finde ich zwar nicht so glücklich, aber es ist so. Und dann solltet ihr die Lampe verbinden können. Was ihr auch seht, eben dadurch, dass ja das ATI-Modell ist, kriegt ihr auch ein ATI-Symbol. Steht da dann alles auf der Schnellanleitung auch zum Auswählen und nicht die Standard-Chibao-Leuchte. Und dann, wenn die Lampe hinzugefügt ist, ist ja auch in der My Devices als ATI. Ihr müsst hier länger drauf gedrückt bleiben, dann kommt ihr ins Auswahlmenü und könnt dort verschiedene manuelle Modi einstellen. Ich zeige euch jetzt einfach mal nur, wenn die Lampe verbunden ist, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe auch auf Empfehlungen ein bisschen mit dem Marius mich ausgetauscht, weil er die Lampe ja schon seit Monaten im Betrieb hat. Daher zeige ich euch jetzt auch nicht alle Farbeinstellungen etc. im Aquarium. Ich zeige euch jetzt erstmal quick and dirty, wie ich die Lampe installiert habe. Und dann kann ich euch in ein paar Wochen Feedback geben, ob ich jetzt eine Verbesserung sehe oder ob ich irgendwelche Probleme hatte, ob ich das Spektrum noch mal verändert habe. Ein paar Messungen werde ich noch nachreichen, wenn ich dann jemals
die saubere Einstellung gefunden habe, die dir gefällt. Ich zeige euch aber, wie ich sie jetzt übers Becken gehängt habe und was ich eingestellt habe. Dazu habe ich eben diesen automatischen Modus ausgewählt, eben wieder länger draufbleiben, dann kommt ihr in die Details. Und hier seht ihr dann letztendlich die verschiedenen Lichtklasse, sage ich mal, weiß, die verschiedenen Babyblau, Royalblau, Violett, Rot, Grün. Wobei das Grün, wurde mir jetzt gesagt, schon ist eher Cyan, daher kann man das ruhig mehr aufdrehen. Es gibt verschiedene Presets, die geladen sind, SPS, LPS, Profil. Ich habe aber jetzt mal eins mit dem Marius abgestimmt, was ich mal auf meine Lampe, also so grob mit ihm, ich habe es ein bisschen modifiziert, übernommen habe. Das heißt, ihr seht hier, der Reisekanal geht gegen kurz nach 9 nach oben, piekt maximal auf 75%, mittags rum, oder nachmittags in dem Fall, oder? Man kann hier ganz einfach wirklich Kanal für Kanal durchklicken, dann seht ihr, verändern sich die Farben, dann seid ihr in dem Kanal, ihr könnt einfach mit dem Finger hier hoch und runter wählen und seht dann oben auch, wie der Prozentsatz sich entsprechend ändert. Ihr könnt es speichern als Custom-Profil oder auf dem Mobiltelefon speichern und natürlich auch, wenn ihr Run drückt, dann geht es direkt auf die Lampe und ihr seht die Einstellungen. Ihr seht eben, nochmal zurück zum weißen Kanal, der piekt bei 75, aber nur ganz kurz und dann so in der Regel so um die 50%. Der blaue Kanal, den nehme ich sogar auf 100% hoch, muss ich jetzt gucken, ob es nicht doch zu stark ist, wobei ich habe die Lampe recht hoch gehängt, zeige ich euch gleich noch was dazu oder sage ich euch, wenn ich es gemessen habe, wie hoch es genau ist. Der andere blaue Kanal, der ist in der Regel auf 75% mit einem Peak auf 100, auch um die, jetzt in dem Fall Mittagszeit, Nachmittagszeit. Der Cyan-Kanal, der hier als grün dargestellt ist, den gehe ich so auf die um die 50%, vielleicht noch leicht zu hoch, da muss ich mich noch ein bisschen rantasten. Vor allem muss ich eben auch schauen, was das Spektrum ist. Da bin ich jetzt noch am Meinungen einholen, wie kann ich wirklich das saubere Spektrum ableiten, auf das ich jetzt komme. Ich kann das aber jetzt noch nicht wirklich nachvollziehen und das ist eben das Gefährliche bei diesen nicht Reef-Safe Lampeneinstellungen, dass man jetzt hier, wenn ich jetzt hier einen Mist mache, kann ich mir Cyanos einhandeln, ich kann die Korallen ja, kann ich unnötig stressen, sage ich mal, dass ich da kein Polypenbild habe. Jetzt auch sind die ein oder anderen Korallen noch gestresst, wobei es sind vor allem Weichkorallen, also nicht ganz so schlimm, wenn da mal der ein oder andere Fehler passiert. Da kann man sich gut rantesten. Man sollte es natürlich langsam hochfahren, vielleicht nicht gleich auf 100% alles setzen, je nach Beckengröße natürlich und Abstand zur Wasseroberfläche der Leuchte. Also tastet euch da wirklich ran und passt auf mit den Spektren. Wie gesagt, das ist auch noch ein Thema, was bei mir offen ist, wo ich bestimmt mal auf ATI nochmal zugehen werde. Die haben ja einen guten Support normalerweise und mich auch mit Marius und vielleicht auch mit anderen Nutzern dieser Lampe nochmal austauschen möchte, was jetzt Sinn macht oder nicht. Rot ist so gut wie aus. Das fahre ich aber schon immer auf allen möglichen Lampen so, dass ich Rot eigentlich kaum zumische. Ihr seht hier, das piekt mal bei, wenn man draufklickt, auf was? Auf 10%, vielleicht sogar schon zu hoch. Und Violett habe ich auch recht stark. Da bin ich jetzt noch am Schauen. Gerade am Anfang vom Tag und am Ende war mir zu viel Violett. Also dann hat es ja krass grün und alles geleuchtet im Becken, fluoresziert und das sah für mich super unnatürlich aus. Das habe ich jetzt ein bisschen verkürzt, den Zeitraum, und ich muss auch gucken, ob es nicht doch ein bisschen zu sehr piekt auf teilweise, was sieht man hier, auf die 89% plus minus. Genau, das mal so ganz grob jetzt meine Einstellung. Wolkenflug und solche Geschichten habe ich jetzt hier noch nichts gefunden. Da kommentiert doch mal, ob ihr auch die Lampe habt und ob ihr da schon ein paar tolle Sachen eingestellt habt. Ihr könnt hier auch Nachtlicht und so weiter einstellen, aber mir ist bisher noch nicht gelungen, jetzt wirklich irgendwie ein sauberes Programm zusammenzustellen, wie jetzt auf meinen Kessel leuchten oder so. Das heißt, ich muss wahrscheinlich im Automatik-Mode mir einen LED-Channel raussuchen und den dann auf irgendwie 1-2% oder so laufen lassen, als dass ich jetzt einfach so einen Nachtmodus mit dem automatischen Modus etc. verbinden kann, wie ich es jetzt von meinen Kessels gewohnt bin. Aber nichtsdestotrotz eine simple App, einfach einzustellen, hat vielleicht nicht ganz so viele Gimmicks, wie man es von anderen Lampen gewohnt ist, aber das ist auch in Ordnung, ist auch eine andere Preisliga und wichtig ist letztendlich das Licht, was ankommt. Und da kann ich euch, wie gesagt, heute noch nichts zu sagen und werde das aber die nächsten Wochen, Monate nachreichen, wenn ich mal meine eigene Erfahrung gemacht habe und vor allem auch mit anderen Anwendern noch mehr Erfahrung und Wissen über die Lampe angesammelt habe. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz ans Becken und messe für euch, wie hoch die Leuchte hängt. Und wie gesagt, ich kann euch jetzt noch gar nicht viel zeigen. Die Korallen, die zicken, jetzt ist schon wieder mal, ihr seht es, nach 23 Uhr, wenn ihr es überhaupt sehen könnt, jetzt auf dieser Einstellung. Das heißt, das Licht ist natürlich wieder aus bei mir im Becken. Aber wie gesagt, seitdem die Lampe hängt, die australische Pilzleder, zickt eine Gorgonie, zickt andere Korallen sind schön offen. Gerade so Scheibenanemonen sind jetzt auf einmal doppelt so groß, wie sie vorher waren.
die auf dem Boden sind. Also wie gesagt, es ist viel zu früh und ich kann euch, wie gesagt, das noch nicht zeigen. Vor allem hat sich auch noch was anderes im Becken getan, was jetzt im anderen Video kommt. Ein Unglück ist passiert, aber dann auch wieder eine erfreuliche Nachricht. Das heißt, seid gespannt, abonniert den Kanal bitte, wenn euch gefällt, was ich euch zeige. So, ich habe jetzt noch mal mit meinem Messgerät hier, Dezibel-Messgerät, zu schauen, was für eine Lautstärke der Lüfter hat. Ich finde ihn recht leise, aber so unhörbar ist er nicht. Ihr seht so 31 war es der Basiswert. Wundert mich immer, dass es so laut ist. Ich fand es jetzt wirklich eigentlich super leise. Ich habe alle Pumpen, beiden Strömungspumpen, den Tunsefilter, weil der macht wirklich Krach, ausgeschalten. Jetzt mache ich mal die Lampe Vollgas an. Ich hoffe, die Fische erschrecken jetzt nicht zu sehr. Und jetzt warten wir kurz, dass der Lüfter angeht. Und sobald dann der Lüfter an ist, messen wir nochmal den Dezibel mit dem gleichen Abstand. Gucken wir doch mal in der Zwischenzeit auf die Lampenhöhe, die ich gewählt habe. Das ist jetzt natürlich nicht ganz wissenschaftlich korrekt, oder wie ich messe, also lacht mich nicht aus. Das ist nochmal für euch eine Größenordnung. Lampe ist jetzt mal 24 cm über dem Wasserspiegel. Und auch da werde ich noch jetzt testen. Becken ist super ausgeleuchtet. Ob das jetzt zu hoch, zu tief ist, muss ich noch schauen. So, jetzt ist der Lüfter gerade angegangen. Gucken wir mal mit der Temperatur. Wie gesagt, es ist nicht wissenschaftlich, was ich jetzt mache. 48 Grad außen an diesem Metallgehäuse, von unten bei der Plastik sind 36 Grad. Also würde ich einfach mal sagen, so um die 50 Grad geht wahrscheinlich der Lüfter an. Ich habe jetzt natürlich keinen Langzeittest, auf welche Temperatur das auf den ganzen Tag gehalten wird, aber nur mal, dass ihr mein erstes Gefühl bekommt, oder? Das ist ja nur, um euch zu informieren. Ich will hier nichts behaupten, was gut, schlecht oder bewerten, nur sagen, was ich messen kann. Jetzt bin ich mal leise mit dem Lüfter. Also 44,3, vorher waren wir bei 31. Das ist der Unterschied vom Lüfter, wenn er an ist. Machen wir noch mal einen kurzen Rundumflug. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch unten das Video auf dem Kanal von Ancon mehr, wo ihr noch mal ein paar Farbeinstellungen etc. von dieser Leuchte seht und eine eher Langzeitempfehlung, Langzeitfazit von dem Marius. Das ist die Leuchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin bisher, wie gesagt, begeistert jetzt in dieser ganz kurzen Zeit, aber werde euch auf einem Laufenden halten, wie sich mein Becken entwickelt und wie ich vor allem mit der Lampe zufrieden bin. Macht mehr draus, bis demnächst.